Mein Name ist Björn Berndt, ich bin Chefredakteur des Gap-Magazins, das ist das queere Stadtmagazin hier in Frankfurt. Gilbert und George sind ja beide schwul, sie sind ein Paar, sind auch immer als schwules Paar aufgetreten. Am Anfang ihrer Karriere noch nicht so offen schwul, dann haben sie, glaube ich, eher mit so einem Zwinkern im Auge sich selber bezeichnet oder ihre Beziehung bezeichnet als wir leben in Sünde, we live in sin. Und vielleicht fällt mir als schwulen Mann das auch mehr auf, dass sie schon einen sehr schwulen Blick auf die Welt haben. Das, finde ich, sieht man daran, dass fast nur Männer in ihren Fotos vorkommen, in ihren Arbeiten vorkommen. Was ich, wenn ich ganz ehrlich bin, als schwuler Mann auch verstehen kann, weil mir Frauen auch nicht so auffallen. Oder andersrum, positiv formuliert, mir fallen Männer mehr auf als Frauen. Was eigentlich auch ein Zeichen dafür ist, wie wichtig die Sexualität im Leben ist. Ja? Also Sexualität sehen Sie ja generell als eine der wichtigsten oder eine der wichtigen Energien, die der Mensch hat. Also unabhängig von, ob es Homosexualität oder Heterosexualität ist. Es geht ja um Sexualität an sich. Wenn man in den 70ern das Wort queer in 3 Metern Größe auf ein Bild drauf schreibt, was dann leuchtet wie eine Neonreklame. Das war 1977, glaube ich, schon ganz schön hart. Das war halt kurz nach der sexuellen Revolution, sexuelle Freiheit, und die galt aber so für Homosexuelle halt nicht so, zumindest in England nicht. Homosexualität war immer noch nicht straffrei. Ende der 70er, so war das nicht. Und die 80er waren halt sehr stark von AIDS geprägt, was die schwule Community oder insbesondere die schwule Community sehr gebeutelt und sehr beeinträchtigt hat. Und die Schwulen wurden ja dann wieder nicht nur wegen ihrer Sexualität verfolgt, sondern weil sie auch Krankheit weitergeben. AIDS war ja als Schwulenseuche bekannt am Anfang. Oder die erste Definition von AIDS war ja eine Krankheit, die nur unter Homosexuellen verbreitet wird. Und das waren so die 80er, glaube ich. Da war es nicht so lustig. Gilbert und George verwenden in ihren Bildern ganz oft Schimpfworte für Homosexuelle, also gerade in den früheren Werken wie queer oder bend. Und das hat sich ja im Laufe der Jahre auch geändert. In den 90ern war man plötzlich stolz, queer zu sein. Da war es Queer Pride. Also die Bedeutung des Wortes hat sich komplett geändert. Und das ist, glaube ich, auch eine Strategie, die die queere Community verwendet hat und die Gilbert und George auch schon ganz früh für sich und ihre Kunst verwendet haben als Außenseiter. Sie sind beschimpft worden. Also sie sind beschimpft worden, dass man gesagt hat, ihre Kunst ist Shit oder was soll das? Ne? Und dann haben sie sich das aber angeeignet und haben gesagt, ich bin George the Shit und ich bin Gilbert the Cunt. So ist, glaube ich, das Bild. Oder George the Shit, Gilbert. Und das hat die queere Community mit den Schimpfworten auch gemacht. Gerade in den 90ern, wo man quasi aus dieser Opferrolle rausgekommen ist, hat man diese Schimpfworte plötzlich für sich angenommen und sie hatten eine ganz andere Bedeutung, weil sie nicht mehr verletzend wirken können, wenn man sie selber für sich annimmt. Ich glaube, als homosexuelle Person freut man sich immer, wenn das Thema Homosexualität zum Beispiel in der Kunst vorkommt. Das ist, glaube ich, immer ein positives, so ein positiver Moment, wo man sich selber auch wahrgenommen fühlt, ernst genommen fühlt, und man muss nicht umdenken. Das ist nämlich das, was, glaube ich, bei Homosexuellen ganz oft ist, dass man die Heteronormativität vorgelebt bekommt und die automatisch für sich selber im Kopf immer umbaut. Und das muss man halt, wenn man Bilder sieht, die das thematisieren, muss man das nicht, weil es einen selber betrifft und so wie man halt die Dinge auch sieht. Also von daher kann es, glaube ich, schon sowas wie ich glaube, Empowerment nennt man das heute auch, so eine Bestätigung geben, dass man sagt, oh ja, super, ja, wie so eine Selbsthilfegruppe oder so, wo man sagt, denen geht's auch so, die fühlen genauso wie ich, ja. Also ich hatte zum Beispiel in den 80ern ein Erlebnis mit Boy George. Als ich Boy George im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ich weiß genau, was da ist, ja, das ist mir, und ich glaube, das kann man bei solchen
Bildern oder bei Kunst auch haben. Wenn ich höre, Gilbert und George machen Kunst für alle, denke ich eigentlich erstmal dran, Kunst für alle zugänglich machen. Also quasi, dass man die Museen öffnet, dass jeder freien Zutritt hat. Und Sie haben das ja am Anfang auch gemacht. Sie haben ja Ihre Werke, die Fotos, die Sie gemacht haben, auch in Magazinen veröffentlicht. Und das wäre jetzt für mich Kunst für alle, also dass man quasi es allen zugänglich macht.